In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der den Williams Percent Range Indicator nutzt, um Handelsentscheidungen zu treffen. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten Meta-Editor, indem wir auf ein kleines Symbol klicken oder F4 drücken. Dadurch wird die Entwicklungsumgebung geöffnet, in der wir unseren MQL-Code schreiben und bearbeiten können. Der erste Teil unseres Codes enthält die notwendige Bibliothek für Handelsoperationen. Die Klasse Trade aus der Standardbibliothek bietet vereinfachte Handelsmethoden wie Position Open und Position Modify. Damit können wir unsere Handelsoperationen effizienter verwalten. Als nächstes instanzieren wir ein cTrade-Objekt namens Trade. Dieses Objekt verwaltet alle Handelsoperationen, einschließlich der Positionsverwaltung. Anschließend definieren wir die Parameter für unsere Strategiekonfiguration. Diese Parameter können in den Eigenschaften des Expert Advisors angepasst werden. Der Parameter Lookback Bars gibt den historischen Bereich für Höchst- und Tiefstwerte an, sodass wir die Kursdaten über eine bestimmte Anzahl von Kerzen analysieren können, die zwischen 1 und 1000 liegen kann. Der Parameter Min Candles Back legt das Mindestalter für gültige Hochs und Tiefs fest und stellt sicher, dass wir nur signifikante Kursbewegungen berücksichtigen. Der Parameter Trailing Offset legt den Sicherheitsabstand für den Trailing Stop in Punkten fest, der zwischen 1 und 20 liegen kann. Der Parameter WPR Period schließlich legt den Zeitraum für den Williams Percent Range Indikator fest. Anschließend deklarieren wir globale Variablen und Handles, die den Status zwischen den Ticks und den Indikatordaten speichern werden. Die Variable WPR Handle enthält das Handle für den Williams Percent Range Indicator, während das Array WPR Buffer die WPR-Werte speichert. Das Array Price Data wird für die OHLC-Kursdaten verwendet. Wir haben auch zwei boolische Variablen, Pref Bullish Signal und Pref Bearish Signal, die den vorherigen Status der bullischen und bärischen Signale verfolgen werden. Die Funktion onInit wird einmal beim Start des Expert Advisors ausgeführt. In dieser Funktion erstellen wir das Handle des Williams Percent Range Indikators mit Hilfe der integrierten Funktion IWPR. Diese Funktion nimmt das Symbol, den Zeitrahmen und die Periode als Parameter entgegen. Außerdem konfigurieren wir unsere Arrays als Zeitreihen und stellen sicher, dass die neuesten Daten bei Index 0 stehen. Diese Ausrichtung ermöglicht es uns, mit den Daten in einem natürlichen Zeitablauf zu arbeiten. Schließlich geben wir den Erfolgscode zurück, um anzuzeigen, dass die Initialisierung erfolgreich war. Als nächstes definieren wir Funktionen zum Öffnen von Positionen. Die Funktion OpenBuy-Position ist für die Ausführung einer Marktorder für eine Kaufposition zuständig. Sie ruft den aktuellen Ask-Preis mit Hilfe der Funktion Symbol-Info-Double ab, die den Preis für das angegebene Symbol liefert. Anschließend wird die Methode Position Open des Trade-Objekts aufgerufen, um die Kauforder auszuführen. Zu den Parametern für diese Methode gehören das Symbol, der Auftragstyp, das Volumen, der Preis, der Stop-Loss, der Take-Profit und ein Kommentar. In diesem Fall eröffnen wir eine Kaufposition mit einem Volumen von 0,10 Loads, was 10 Mikroloads entspricht. Der anfängliche Stop-Loss und Take-Profit werden deaktiviert, indem sie auf 0 gesetzt werden. In ähnlicher Weise führt die Funktion OpenSell-Position eine Marktorder für eine Verkaufsposition aus. Sie ruft den aktuellen Bidpreis ab und ruft die Methode Position Open mit den entsprechenden Parametern auf. Auch hier verkaufen wir 0,10 Lots, ohne dass ein Stop-Loss oder Take-Profit gesetzt wurde. Die Funktion OnTick ist die Kernlogik unserer Strategie und wird bei jedem Tick ausgeführt. In dieser Funktion rufen wir zunächst historische Kursdaten für die Analyse ab. Wir verwenden die Funktion CopyRates, um die Heinz-Kerzendaten für den angegebenen Rückblickzeitraum zu kopieren. Zu den Parametern für diese Funktion gehören das Symbol, der Zeitrahmen, die Startposition, die Anzahl der zu kopierenden Kerzen und das Zielarray, in dem die Daten gespeichert werden sollen. Als nächstes laden wir die Williams Percent Range Werte mit der Funktion CopyBuffer aus dem Indikatorbuffer. Diese Funktion übernimmt den Indikator-Handle, den Pufferindex, die Startposition,
die Anzahl der zu kopierenden Werte und das Ziel-Array. Anschließend überprüfen wir den Status der offenen Positionen. Wir initialisieren eine booleische Variable hasOpenPosition auf False und setzen den currentPosition-Type auf einen Standardwert von Position Type Y. Wir gehen alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge durch, um die relevanten Positionen sicher zu identifizieren. Für jede Position ermitteln wir die eindeutige Ticketnummer und prüfen, ob sie zu dem aktuellen Symbol gehört. Ist dies der Fall, markieren wir, dass eine offene Position gefunden wurde, speichern ihren Typ und verlassen die Schleife. Als nächstes prüfen wir auf WPR-Signale. Ein Aufwärtssignal liegt vor, wenn der WPR über 80 steigt, was auf eine potenzielle Kaufgelegenheit aufgrund einer überverkauften Situation hinweist. Umgekehrt tritt ein Base-Signal auf, wenn der WPR unter 20 fällt, was auf eine potenzielle Verkaufsgelegenheit in einem überkauften Zustand hinweist. Wenn ein zinsbullisches Signal erkannt wird und es kein vorheriges zinsbullisches Signal gibt, prüfen wir, ob es offene Positionen gibt. Wenn es keine gibt, rufen wir die Funktion OpenBuy-Position auf, um eine neue Kaufposition zu eröffnen. Wenn es eine offene Kaufposition gibt, ermitteln wir mit der Funktion ILowest das niedrigste Tief im Rückblickszeitraum. Wir prüfen auch, ob der Tiefpunkt mindestens min Candlesback alt ist und ob der aktuelle Kurs über dem ermittelten Tiefpunkt liegt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir das neue Stoppniveau für den Trailing Stop und rufen die Funktion Process Trailing Stop auf. Bei einem bärischen Signal gehen wir ähnlich vor. Wenn ein bärisches Signal erkannt wird und es kein vorheriges bärisches Signal gibt, prüfen wir, ob es offene Positionen gibt. Wenn es keine gibt, rufen wir die Funktion OpenSell-Position auf, um eine neue Verkaufsposition zu eröffnen. Wenn es eine offene Verkaufsposition gibt, ermitteln wir mit der Funktion IHighest das höchste Hoch im Rückblickszeitraum. Wir prüfen, ob der Höchststand mindestens min Candlesback alt ist und ob der aktuelle Kurs unter dem ermittelten Höchststand liegt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir das neue Stoppniveau für den Trailing Stop und rufen die Funktion Process Trailing Stop auf. Am Ende der Funktion OnTick aktualisieren wir die vorherigen Signalzustände für den nächsten Tick. Die Funktion Process Trailing Stop ist für die Verwaltung des Trailing Stops sowohl für Kauf- als auch für Verkaufspositionen zuständig. Sie durchläuft alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge und wählt jede Position anhand ihrer Ticketnummer aus. Wir prüfen, ob die Position dem angegebenen Typ entspricht und zu dem aktuellen Chartsymbol gehört. Dann rufen wir den aktuellen Stop-Loss-Wert ab und aktualisieren ihn auf der Grundlage des Positionstyps. Bei einer Kaufposition ändern wir den Stop-Loss, wenn das neue Niveau höher ist als der aktuelle Stop-Loss oder wenn es keinen Stop-Loss gibt. Bei einer Verkaufsposition ändern wir den Stop-Loss, wenn das neue Niveau niedriger ist als der aktuelle Stop-Loss oder wenn kein Stop-Loss vorhanden ist. Schließlich drücken wir F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code bewirkt, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn das funktioniert, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir die Tasten Steuerung und R, um den Strategietester zu starten. Wir wählen den Expert Advisor, den wir gerade erstellt haben, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten den Expert Advisor auf dem Chart sehen. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. In diesem Video haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor programmiert, der den Williams Percent Range Indikator nutzt, um Handelsentscheidungen zu treffen. Wir haben ein paar Zeilen MQL-Code programmiert, die es uns ermöglichen, Kauf- und Verkaufspositionen auf der Grundlage bestimmter Marktbedingungen zu eröffnen. Vielen Dank, dass Sie sich das angesehen haben und wir sehen uns im nächsten Video wieder.